What, 1460? Ready? Yeah. 1465. What was the attitude and policies of the Communist Party to the churches when the Communist Party came to power after the war? Wie hat sich die Sozialistische Partei der Kirche gegenübergestellt, als die Partei zur Macht kam am Kriegesende? Wir haben zunächst eine Phase gehabt nach Ende des Krieges, die bestimmt war durch die Bemühungen der Sowjetunion, eine Öffnung nach dem Westen im Blick auf die Möglichkeit eines Gesamtdeutschlands zu haben. In der Phase hat es eine deutliche Förderung der Kirchen gegeben. Wenige Jahre danach, ab 1952, als deutlich war, dass es 2 deutsche Staaten geben wird, hat die Kommunistische Partei hier in unserem Lande, die SED, den Aufbau des Sozialismus vorgesehen und diesen Aufbau des Sozialismus auch verstanden als einen Entwicklungsprozess für eine Weltanschauung des Kommunismus. Da war dann eigentlich auf Perspektive kein Platz für die Kirche. Why has the SED developed a apparently less hostile policy to the church in recent years? Warum, glauben Sie, hat in letzter Zeit die SED eine weniger feindliche Einstellung zur Kirche gefasst? Ich bin davon überzeugt, dass die SED begreifen musste, dass es keine Alternative gibt zu der Notwendigkeit des Miteinanderlebens. Die Hoffnung, dass die Religion ausstirbt und dass die Kirche ihren ganzen Anhang verliert und überflüssig wird, ist nicht aufgegangen. Die Kirche ist geblieben, die Kirche hat Zulauf weiterhin und die ist eine Realität. Und die Kommunisten müssen sich einstellen auf die Realität von Christen und Kirche in diesem Lande und deshalb ist eine pragmatische Politik zustande gekommen. Are there perhaps 2 problems with young people joining the church to pursue their own interests, such as ecology and peace? Firstly, that this might make the church more radical and lead it into conflict with the state. And secondly, that they're not Christians. Gibt es mit jungen Leuten vielleicht zweierlei Probleme? Junge Leute, die die Kirche als Forum für ihre eigenen Interesse in der Umwelt, mit Friede und so weiter, dass sie die Kirche dafür als Forum benutzen und zweitens, dass vielleicht diese jungen Leute nicht Christen sind. Denn es ist zunächst einmal dankbar zu sagen, dass die Kirche interessant ist für die Menschen hier in diesem Lande und dass auch zu unserer Überraschung viele junge Menschen zu uns kommen, auch viele Menschen, die nicht aus christlichen Familien kommen, also atheistische Jugendliche. Und wir stehen als Kirche vor der Aufgabe, dass wir ja nicht nur uns beschäftigen mit denen, die immer schon zu uns gehören, sondern dass wir eine missionarische Kirche sein wollen, die offen ist für alle. Auch für die Kommunisten, wenn sie wollen, sind alle herzlich willkommen. Und unser Problem ist jetzt, sie kommen zu uns mit ihren Ideen, die nicht alle christliche Ideen sind und sprechen das in der Kirche aus. Die Kirche aber muss darauf achten, dass in ihrem Bereich zur Sprache kommt, was das Evangelium betrifft, was Jesus Christus den Menschen hier, auch gerade hier sagen will. Und so stehen wir in der Tat in einer gewissen Spannung, dass wir offen sind, dass alle kommen können, wir niemanden rauslassen, auch kein Berufsverbot aussprechen, wenn Leute woanders nicht mehr auftreten können, zu uns können sie kommen, aber wir müssen darauf achten, dass das doch Kirche bleibt, das heißt, dass diese Dinge, die vom Neuen Testament her wichtig sind, auch zur Sprache kommen. Und das lernen wir miteinander, das gibt immer auch Probleme, auch zwischen der Leitung, die achtet immer mehr darauf, dass die Bibel zur Sprache kommt und die jungen Pfarrer und jungen Gemeindeglieder, die sagen, Sorry, let's stop you at that point. Just to change the theme. That's very good.